Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zuschaut. Es geht heute um einen Boys Love Manga und zwar geht es um Porträt eines Vampirs. Das ist ein Manga, der in 2 Bänden abgeschlossen ist. Es ist kein Yaoi, also der ist oh, ich dachte, der wäre irgendwie ab 12, aber der ist trotzdem ab 16. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, weil es gibt viele so Beinahe-Szenen, aber keine so richtige Szene. Das bedeutet, es wundert mich wirklich sehr, dass der ab 16 ist, muss ich ehrlich sagen. Egal, nichtsdestotrotz, ich stelle euch den jetzt vor. Mich hat er leider nicht ganz so megamäßig gecatcht von der Story. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was anderes erwartet. Ich möchte ihn aber euch trotzdem ganz gerne vorstellen, weil ich bin ja nicht alle und vielleicht ist jemand von euch dabei, der die Story ganz cool findet und sich den trotzdem einmal durchlesen möchte. Die Handlung von diesem Manga ist relativ schnell erklärt, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege sie noch einigermaßen zusammen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Im Grunde geht es um die beiden hier auf dem Cover. Das ist einmal Loop und einmal um Graf Zan, glaube ich, soll der heißen. Also Zain schreibt man den. Ich glaube, es soll ein bisschen französisch angehaucht sein, die ganze Geschichte. Also man spricht es bestimmt Zan aus. Ich werde auf jeden Fall jetzt Zain sagen, weil so habe ich es auch gelesen, ehrlich gesagt. Deshalb, ja. Wundert euch bitte nicht, wenn Franzosen unter euch dabei sind. Es tut mir sehr leid. Loop ist ein Künstler, der zeichnet auf der Straße verschiedene Leute und wird da von Graf Zain angesprochen. Das hört sich irgendwie so falsch an, wenn man es ausspricht. Egal. Und der möchte, dass Loop ihn zeichnet. Oder malt, besser gesagt, nicht zeichnet. Er sagt, ich möchte gern, dass du meine wahre oder nee, nicht meine wahre Schönheit, sondern genau, er sagt, ich möchte, dass du mein wahres Gesicht zeichnest, malst, nicht zeichnest, malen ist mit Pinseln, zeichnen ist mit Bleistift. Äh, ich möchte, dass du mein wahres Gesicht malst. Ja, und er bietet ihm richtig, richtig viel Kohle dafür an. Da kann Loop eigentlich nicht ausschlagen. Und Graf Zain nimmt ihn mit zu sich in sein Haus. Sagen wir Haus. Es ist eigentlich eher ein Anwesen. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man das. Und er lässt ihn dann für die Zeit, die er braucht, um dieses Porträt zu malen, bei sich in seinem Anwesen. Und wie das natürlich so ist, die verlieben sich so ein bisschen, vielleicht auch nicht, vielleicht auch schon. Also Loop ist so ein bisschen sehr, ich sag mal, feminin, schüchtern, zurückhaltend und der Graf oder Monsieur Zain, Monsieur Saint, egal, ist halt so sehr, sehr maskulin und einfach so sehr erhaben und ja, lacht auch nicht besonders viel und so. Und das ist aus dem Grund einfach so ein krasser Gegensatz, die beiden. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum das irgendwie ganz, ganz lustig ist, das so ein bisschen zu begleiten, wie die sich ineinander verlieben und wie auch Luke immer wieder an ihm verzweifelt, also an dem Grafen. Und wie der Name schon sagt von diesem Titel, es ist natürlich so, dass der Graf ein Vampir ist. Oh, Überraschung. Hätte man auch einfach nicht erahnen können bei diesem Titel. Ja, und so im Laufe der Zeit kommt dann halt raus und jetzt, ja, Spoilerwarnung würde ich jetzt gerne aussprechen an dieser Stelle, weil das schon sehr fortgeschritten ist. Es kommt raus, dass der Graf Zain, Monsieur Zain, von einem Fluch besetzt ist. Und ja, und eigentlich geht es in diesen beiden Büchern darum, dass sie herausfinden, was das für ein Fluch ist, wie sie den brechen können. Und es taucht natürlich auch ein Bösewicht auf, den zeige ich euch auch gerne einmal. Der ist, Moment, hier zu sehen. Genau, hier. Ja, und das ist halt so der Widersacher, den versuchen sie zu bekämpfen und da kommt es dann zu so einem
Showdown am Ende. Das ist dann auch relativ spannend. Es gibt auch noch eine weitere Person und mehr Charaktere gibt es auch in dem Manga nicht. Das ist ein alter Freund von dem Vampir und der bietet ihm immer quasi sein Blut an, dass der Vampir das Blut von ihm trinken kann. Und ja, da ist auch so eine gewisse, sagen wir mal, sexuelle Spannung, Verliebtheit zwischen den beiden. Das heißt, da gibt es halt so eine wunderbare Dreiecksbeziehung und ja, wer liebt wen und für wen entscheidet er sich und ach ja, das ganze Drama, wir kennen es. Ich würde dem Manga, jetzt muss ich mal überlegen, huiuiui, ich gebe dem Manga 5 von 10 Herzen, weil er mich einfach absolut nicht gecatcht hat. Also die Story war teilweise so ein bisschen schnell erzählt. Also ich habe oft gar nicht gecheckt, was jetzt passiert und was jetzt das alles miteinander zu tun hat. Ich glaube, mit dieser Grundgeschichte, die ja total interessant ist, hätte man viel, viel mehr machen können, als da eigentlich jetzt am Ende draus gemacht wurde. Also, ich meine, es sind halt zwei Mangas und da hat man auch nicht viel Platz für eine Geschichte. Man hätte das aber so ein bisschen, ja, besser aufbauen können, aus meiner Sicht. Also ich weiß, es gibt total viele, die den Manga total abfeiern, eben weil es halt nicht so dieses übertriebene Yaoi-Ding ist, aber irgendwie halt auch so eine Mischung. Ich zeige euch das mal. Also man hat hier schon so ein paar sehr hingebungsvolle Szenen, was eigentlich ja ganz, ganz cool ist so. Die Zeichnungen sind ganz cool. Am Hintergrund wurde teilweise ein bisschen gespart. Und was ich auch sagen muss, also mir ist es auch total schwer gefallen, die Story wiederzugeben, weil ich gar nicht genau sagen kann, was jetzt passiert ist, bis auf dieses, die haben sich kennengelernt und Loop sollte den eigentlich malen und dann ist irgendwie was wegen diesem Fluch passiert. Also die Story ist einfach nicht in meinem Kopf hängen geblieben, weil ich das auch teilweise nicht ganz verstanden habe. Also warum muss jetzt dieser Fluch da aufgeklärt werden? Ja, ich weiß nicht. Und mich haben auch die Charaktere nicht so eingefangen, weil die auch so ein bisschen flach waren. Also ich hätte gern viel, viel mehr über den Grafen rausgefunden und über Loop viel mehr rausgefunden. Ich hätte den ganz gern erstmal kennengelernt, weil man steigt hier auch, es ist einer von diesen Mangas, man steigt da direkt in die Story ein. Hier, das ist Seite eins. Also man ist hier direkt irgendwo drin, die beiden unterhalten sich miteinander und okay, hallo, schön euch kennenzulernen, wer seid ihr eigentlich? Das ist halt nicht so mein Ding. Deshalb, wie gesagt, nur 5 von 10 Herzen. Ich will nicht weniger geben, weil, wie gesagt, die Story an sich ist total interessant aufgebaut. Oder allgemein so die Grundidee der Story ist total cool, sagen wir es so. Die Charaktere finde ich total interessant. Wie gesagt, ich würde halt ganz gern mehr über die erfahren. Und es ist halt auch mal so ein kurzer Manga. Man hat es halt schnell durch. Also ich habe da auch manchmal halt nicht so Bock, so gerne ich auch so Serien wie Attack on Titan liebe. Es ist halt schon anstrengend, wenn man da dann 30 Mangas lesen muss, um die ganze Story kennenzulernen. Das ist halt schon auch zeitaufwendig und kostenintensiv und so. Deshalb mag ich solche, ich sag dazu jetzt mal One-Shots, sehr, sehr gerne. Aber mir war es ein bisschen zu langweilig. Ja. Ja, das war's. Eine kurze Review für einen sehr, sehr kurzen Manga. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, falls ihr den Manga schon gelesen habt, wie ihr den gefunden habt und ob ich da vielleicht einfach irgendwas nicht so drin gesehen habe, was andere drin sehen. Kann ja auch sein. Also ich lasse mich da auch ganz gerne nochmal von anderen inspirieren und nochmal so ein bisschen darauf hinweisen, was ich vielleicht nicht so sehe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt.
und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Matane!